wir gekommen, Vorsicht, mach das. als wir gekommen sind, war doch noch nichts. Ja, Moinsen. Wir sind in Skorzelec, hier im Gewerbegebiet, wo der Leroy Merlin und Aktion und so weiter ist. Und da links ist gerade die Feuerwehr gefahren auf der Hauptstraße, auf der Bundesstraße. Und Richtung Skorzelec rein ist da Stau. Vorsicht. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Deshalb fahren wir jetzt auch hier rum. Das heißt, die wird jetzt auch so, weil ich fahre normal öfter hier rum, die Seite, weil da vorne ist der Kreisverkehr, da ist eh immer viel Verkehr, da muss man durch die Innenstadt. Und bei der Innenstadt, da gibt es heute noch ein anderes Problem, da habe ich gestern habe ich gelesen, die Brücke, die Stadtbrücke zwischen Skorzelec und Görlitz, da wo es über die Neiße geht, die Brücke wäre gesperrt. Und mein Google Maps zeigt mir die auch als gesperrt an, wenn ich da irgendein Fahrziel auf der anderen Stadtseite eingebe, dann schickt mich das Google Maps immer über die Autobahn außen rum. Und ich habe aber vorhin eine Stadtrunde gefahren, weil mir hat es interessiert, ne? Und da habe ich ein Video gemacht davon und da war die Brücke noch offen. Ne? Den Video, den stelle ich dann später noch online, den muss ich aber erst bearbeiten. Und jetzt fahren wir mal über die Autobahn. Deshalb habe ich hier meinen Titel hier jetzt gesehen, die Grenze. Und da lese ich gerade der aktuelle da ist es links. Sehe ich gerade, hier ist ein Unfall. Deshalb staut es dort. Das könnt ihr jetzt natürlich aus der Perspektive nicht sehen. Da ist ein Unfall in der anderen Richtung. Da ist wohl einer aus der Seitenstraße rausgefahren und mit dem anderen, der hier auf der Hauptstraße gekommen ist, zusammengestoßen. Da ist die Feuerwehr also hingefahren. Jetzt ist aber die Straße nicht die Straße, die wir vorhin vom Gewerbegebiet aus gesehen haben. Da müsste ja jetzt von denen, die jetzt hier entgegenkommen, müsste ja jetzt hier eigentlich der Stau sein und nicht in der anderen Richtung. Weil wenn wir jetzt von der anderen Richtung kommen, über den Kreisverkehr fahren und dann hier abbiegt in der Richtung, wie wir fahren, ist ja frei. Der Unfall ist ja auf der anderen Seite drüben. Also warum dort der Stau war, das hat mit dem Unfall hier wohl nichts zu tun. Das ist der übliche Stau wahrscheinlich am Kreisverkehr dort. Aber ich habe schon gedacht, ja, ich habe das Feuerwehrauto vorhin gesehen. Das ist da mit Sirene und so weiter gefahren, haben wir gedacht, da wird es irgendwo brennen. Aber Feuer habe ich jetzt bei diesem Unfall keins gesehen. Das ist nur ein normaler Unfall, also ohne Feuer. Und jetzt fahren wir hier mal, das mache ich normalerweise nicht, dass ich über die Grenze fahre, hier über die Autobahn, weil das kostet mich Maut. Und wenn ihr mit dem Pkw fahren solltet, hier diese Grenze, also die A4, die kostet für euch ja keine Maut. Weder auf der deutschen noch auf der polnischen Seite. Aber auf der polnischen Seite müsst ihr aufpassen. Wenn ihr da einen Anhänger an eurem Pkw dran habt und ihr kommt mit Anhänger zusammen über 3,5 Tonnen, müsst ihr auch Maut bezahlen. Aber ohne Anhänger ist für PKWs in Polen mautfrei, die staatlichen Autobahnen. Es gibt ein paar Strecken, die sind privat mitfinanziert, da ist dann doch Maut. Und hier links sehen wir jetzt, oder geradeaus aus eurer Sicht, die polnische Grenzkontrolle hier. Weil die Polen, die kontrollieren hier auch. Und in Polen kontrolliert das Militär die Grenze, habe ich gesehen.
Weil ich bin heute schon mal auf einer anderen Grenze rübergekommen. Da standen Soldaten mit dem Maschinengewehr umgehangt. Das hat also nicht im Anschlag gehabt, sondern das hat er nur umgehängt gehabt, aber trotzdem Maschinengewehr, ne, und Soldaten, ne, das macht dann schon einen Eindruck. Ne. Und jetzt fahren wir hier auf die deutsche Grenzkontrolle zu. Ja, normalerweise würde ich mich jetzt hier nicht in der Stau stellen. Das sieht jetzt aber nicht viel Stau aus, vielleicht ja, 1 Kilometer, nicht einmal. Ne? Weil ich konnte da vorne ja den Rasthof, den Parkplatz schon sehen, wo die Kontrolle ist. Ja, der Bundesrepublik 60 Meter, ja gut, 60 Meter, das ist jetzt die Grenze. Aber bis zum Rasthof, dort bis zu dem Parkplatz, sehe ich jetzt nicht, wie weit es ist, aber ich sehe da jetzt auf dem Schild 400 Meter hört die Fahrbahn auf, und da sind es bis zum Parkplatz 600 Meter, sagen wir mal. 600 Meter, also Stau. Das ist jetzt heute nicht sehr viel, weil ich habe die Staus, wenn ich drüben ins Goschenetz, ins Gewerbegebiet fahre, in eine andere Richtung, da fahre ich über die Autobahnbrücke drüber und das sehe ich manchmal, da ist Stau, das sind dann 3 Kilometer Stau. Und ich will jetzt das nur ausprobieren, weil ich will euch das zeigen. Das ist nämlich dann die einzig verbleibende Möglichkeit, weil die Stadtbrücke, wenn die wirklich gesperrt wird, weil die soll, wie sagt man da, nicht renoviert, also repariert werden, da kommt die Asphaltdecke weg, weil da sind ziemliche Schlaglöcher in der Mitte drin. Und dann soll die Brücke saniert werden, so heißt das, saniert. Und das soll den ganzen November gehen. Das heißt also, 4 Wochen lang ist die Brücke dann gesperrt und dann muss der ganze Verkehr hier rüber fahren. Da könnt ihr euch dann darauf einstellen, dass es dort mehr Stau geben wird, als wie jetzt gerade im Moment. Aber heute war die Brücke noch nicht zu. Also wer jetzt in Görlitz drüben ist und nach Goschenetz rüber will, kann es ja mal probieren, über die Neiße Brücke in der Innenstadt drüber zu fahren. Weil laut meiner Info, ich habe das gelesen in der Zeitung, sollte es ab 24.10. und das wäre ja gestern gewesen, die Sperrung sein. Aber wie gesagt, ich bin vorhin mal eine Runde dran vorbeigefahren, da war der Verkehr ganz normal. Den Video werde ich dann noch online stellen. Und jetzt müssen wir halt jetzt hier ein bisschen da im Stau stehen. Es geht aber langsam voran. Ich will jetzt das nur mal ausprobieren. Ich bin ja schon ewig lang nicht mehr über dieser Grenze gefahren, weil entweder fahre ich über die Innenstadtbrücke oder noch eine andere Grenze. Aber hier über die A4 fahre ich normal nicht, weil ich sowohl auf der polnischen Seite als auch auf der deutschen Seite Maut bezahlen muss. Und das vermeide ich natürlich am liebsten. Aber heute machen wir mal die Ausnahme. Ja, es geht hier voran. Was, Dynamo Dresden, Hooligans, das haben sich hier verewigt auf der Brücke. Ja, und jetzt sind es noch ungefähr 400 Meter bis zur Kontrollstelle. Und der meiste Grund, warum sich hier ja staut, ist, weil es da vorne einspurig wird. Und das ist dann immer ein Grund, weil das mit dem Reißverschluss, das klappt ja auch nicht immer so.
Das checkt auch nicht jeder, genau wie das mit der abknickenden Vorfahrt. Das ist auch ein Buch mit 7 Siegeln für, ich weiß nicht, wie manche Leute durch die Führerscheinprüfung kommen. Ne? Das sind total einfache Sachen. Beim Reißverschluss immer einer links, einer rechts, einer links, einer rechts. Was ist da so schwer dran? Ne? Und ja, man darf tatsächlich beim Reißverschluss bis zum Ende der Fahrspur vorfahren und sich dann erst einordnen. Man muss nicht einen Kilometer früher schon rüberfahren. Das ist jetzt bei mir was anderes, weil da vorne war Überholverbot, also ich darf nicht links fahren. Aber mit dem Pkw dürftest du jetzt bis ganz vorne hinfahren. Das wäre jetzt kein Vordrängeln oder so, das ist ganz normal beim Reißverschluss. Ne? Ja, und hier sind jetzt wieder welche dabei, die sich jetzt schon rechts rüber sortieren, ne? Was sie eigentlich nicht machen sollten beim Reißverschluss, aber na gut. Man hat halt dann die Angst, dass vorne dran wieder einer ist, der dich nicht rüberlässt, ne? Weil du kommst jetzt von hinten vor und du darfst jetzt nicht vor mir fahren. Ne? Und solche Leute gibt es dann immer wieder, die dann absichtlich die Lücke zumachen. Aber das ist, wenn man die Regel mit dem Reißverschluss anwendet, wie sie vom Gesetzgeber gedacht hat, ist es tatsächlich so, bis vorne ans Ende hinfahren und dann erst die Spur wechseln. Und das Einzige, was jetzt ist, der mit seiner Plane da, mit dem kleinen LKW auf der linken Fahrbahn, also bin ich mir nicht sicher, ob der jetzt da links fahren darf, weil ich darf es ja auch nicht. Ne? Ja, hallo. Ich muss mal kurz schauen, jetzt sind wir ja kurz, wir hatten hier, wer ist denn alles? Mohammed, ja, hallo. Und wen haben wir noch alles? Ich grüße erst einmal allgemein alle, die jetzt neu dazugekommen sind. Was ist das? Andrea, Lufli Rose, Andi. Ach, Andi, ich glaube, dass du bist schon öfter bei mir dabei gewesen. Andi, kann ich mich erinnern. Gut, mit Andi gibt es natürlich viele, ne? Wir sind hier auf der A4 von Polen Richtung Deutschland. Ja, und jetzt fahren 2 vor mir rein. Und das ist jetzt auch nicht so tragisch. Es sind halt jetzt 2 vor mir rein. Das macht jetzt keinen Unterschied, ob da jetzt einer mehr oder weniger vor mir ist. Jetzt sind wir jedenfalls gleich an der Grenzstelle. Und normalerweise habe ich vorhin schon erwähnt, ich war jetzt hier nur, um mal euch zu zeigen, dass hier an dieser Grenze abläuft. Andrei, ich bin das erste Mal da. Hallo, willkommen. Ja, also das erste Mal da, Andi, ja, okay, dann bist du ein anderer Andi. Wie gesagt, die Namen gibt es ja öfter als nur einmal. Und wir sehen jetzt hier rechts, ist es der Himmel blau und links, wo die deutsche Seite ist, da ist Regen, das sind Wolken. Ich weiß nicht warum. Liebe Grüße, bitte machen Sie Like, danke. So, und jetzt sortieren wir uns langsam hier rüber. Hier in die Grenzkontrollstelle rein. Und sollten die uns anhalten, müsst ihr halt ruhig sein, dürft ihr nicht jetzt, laut sprechen, damit die nicht hören, dass wir live sind. Aber ihr könnt ja eh nicht zurücksprechen, ne? Ich kann ja nur ich. Dann schauen wir mal, wie das läuft. Was ist wie Sand am Meer? Irgendwas wie mit Sand am Meer. Ich habe es jetzt nicht mitgekriegt, weil ich kann jetzt gerade nicht rüberschauen auf das Telefon, auf die Kommentarspalte.
Ich hoffe ja nur, dass wir auf der anderen Grenzseite jetzt auch noch Empfang haben, nicht, dass wir gleich wieder in ein Funkloch fallen, weil bei Görlitz, wenn ich über die Stadtbrücke fahre, da falle ich immer in ein Funkloch. Auf der polnischen Seite habe ich Empfang und kaum bin ich auf der deutschen Seite ist der Empfang weg. Am Meer wie im Sahara. Nee, wie Sand am Meer, das ist irgendwo viel, aber da steht jetzt die Ringleitung, ich weiß nicht, ob da jemand drin sitzt. Ja, der Name Ade. Hallo zusammen, machen Sie bitte Like, danke. Und jetzt geht es hier in der Kontrollstelle bald schneller vorwärts als draußen. Richtig auf die Straße. Also ich weiß jetzt gar nicht, wie viel Zeit haben wir jetzt schon. Schalten Sie die Innenbeleuchtung an. Warum? Es ist doch taghell. Warum soll jetzt die Das Auto groß. Guck, was passiert mit dem Auto? So, jetzt muss ich nur schauen. Im Zelt. Guck. Oh. Ja, da haben sie jetzt ihn in der Zeltnei gezogen. Da links ist gesperrt. Das ist eh nur für mit Anhänger. Anhänger haben wir jetzt im Moment keinen dran. Ja, da gibt es jetzt nur die Möglichkeit. Alle müssen jetzt hier durch. Oh, jetzt Sven. So, also von uns haben sie jetzt nichts gewollt. Hier auch. Den einen Pickup und den Transporter haben sie rausgezogen. Und der Pickup, der hat da seine hintere Stoßstange mit dem Spanngurt gesichert gehabt. Also den hätte ich auch angehalten und mal nachgeschaut, warum da der Spanngurt über der Stoßstange ist. Und den Transporter, naja, Transporter, das sind ja diese, wenn man Schleuser, die fahren ja meistens mit Transportern. Und unter dem Gesichtspunkt kann man das auch verstehen, dass die den rausgezogen haben. Und an der anderen Grenze, da schauen sie bei mir manchmal auch noch in den Laderaum rein, weil sie ja hinten nicht sehen, ob ich Leute drin habe oder nicht. Ne? Aber bei mir haben sie jetzt heute nicht reingeschaut. Ja, und das war Stau vor der Grenze. Aber ich wollte jetzt den nur mal ausprobieren, weil, wenn es wirklich kommt mit der Baustelle, vielleicht ab Montag. So, willkommen in der Funkloch-Republik Deutschland. In so einem Entwicklungsland wie Deutschland kann man natürlich nicht erwarten, dass das Funknetz so gut ausgebaut ist wie drüben in Polen. Ne? Da passiert es halt. Und wie ich vorhin auch von der Autobahn schon erwähnt habe, auf der deutschen Seite ist Regen. Aber trotzdem